Hello. Thank you all for coming. You came to a Darshan, and I should explain what Darshan means. It's a concept from the Indians in India. Darshan is supposed to be you sit in the presence of the Master and you absorb his energy and you get enlightened. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Willkommen. Das hier ist ein Darshan mit mir. Und Darshan kommt von Indien, aus Indien. Und die Bedeutung des Darshans ist, dass die Leute, die Schüler in der Präsenz des Meisters sitzen und einfach die Energie absorbieren und so erleuchtet werden. I feel that I have to be intelligent and entertain you all so that you feel you came to an exciting darshan. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas Intelligentes sagen muss und euch alle gut unterhalten soll, dass ihr das Gefühl habt, es ist was wert, dass ihr zum Darshan gekommen seid. First, I would like to introduce Yasha. She's from Switzerland and she's very precise because she's Swiss in her translation. Zuerst möchte ich noch Yasha vorstellen. Sie kommt aus der Schweiz und sie ist sehr präzise mit ihrer Übersetzung, weil sie aus der Schweiz kommt. And Chandrika, she's in charge of all our training programs at the University. Das ist Chandrika. Sie steht über all unseren Trainingsprogrammen, die wir an der University haben. And Sangitama, she's in charge of all our medical things that are happening at the University, belly aches, headaches, and things like that. Und Sangitama ist unser klinischer Direktor, die mit allem Medizinischen zu tun hat, mit allen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, was auch immer so ansteht. Then there's Navijata. He takes care of it, the entire University, from the roof all the way down to ordering anything. He's in charge of the facilities. Und das ist Navajata und er sorgt sich bei der University um alles Bautechnische vom Dach bis zum Keller und was auch sonst genau brauchen. If some of you get bored and you wish to leave, that's okay. Wenn sich gewisse von euch langweilen und ihr gerne rausgehen würdet, das ist okay. I figure for an hour and a half, if you sit and you listen and you listen and you listen, it gets a bit much. So every now and then I will be asking you all to stand up and hug. Weil es ein bisschen langweilig sein kann, für 1,5 Stunden nur zu sitzen und zuzuhören, werde ich euch von Zeit zu Zeit darum bitten, aufzustehen und euch gegenseitig zu umarmen. If that's too threatening, shaking hands is okay. Wenn das für euch zu bedrohlich ist, dann ist es okay, wenn ihr einfach die Hände schüttelt oder nachmacht. Okay. We like to say that we are professionals in the art of hugging, so we want to show you the proper way to hug. Wir würden euch gerne zeigen, wie man sich richtig umarmt, weil wir gerne sagen, dass wir darin sehr professionell sind. And the best way to do that is to show you from the beginning how not to hug. Und dann ist es gut, euch zu zeigen, wie man eben es nicht machen sollte, zuerst. Okay. This is a mental hug. Don't do this. Das ist ein mentaler oder ein intellektueller Umarmung. Tut das nicht so. This is an oversexed hug. Das ist ein übersexueller Umarmung. Don't do that. Tut das auch nicht. This is a hug where you're not sure you want to hug the person, you're more interested in looking for someone else. Das ist eine Umarmung, wo es nicht ganz klar ist, ob ihr die Person wirklich umarmen wollt oder jemand anderen lieber umarmen wollte. This is the hug that truck drivers do to little people. They like to lift them up and down, you know? Und das hier ist eine Umarmung, die LKW-Fahrer gerne machen. Vor allem mit Leuten, die kleiner sind als sie. And this is the jellyfish hug where you have no backbone. Und das hier ist der Quallenhug, wo man kein Rückgrat hat, wo man sich so an den anderen ranhängt.
The proper hug. Und die richtige Umarmung geht so. It involves making a sound of pleasure. Da könnt ihr dann auch einen Ton des Genusses und der Genugtuung machen. It's okay, your parents are not here. Das ist okay, weil eure Eltern sind jetzt nicht hier. Moment. You do not hug like an ice cream cone with your feet together. Ihr müsst nicht wie eine Eiswaffel umarmen mit euren Füßen zusammen, sondern You don't hug like a pyramid. auch nicht wie eine Pyramide, wo die Beine so weit auseinander stehen. It's more or less the width of your shoulders. Das ist ungefähr die Breite eurer Schultern, wie die Füße stehen. And it's like a hand in a glove, no resistance. Und es sollte dann so passen wie die Hand im Handschuh, ohne Widerstand. Demonstration. Ich zeige es euch jetzt. Oh, one knee must be in between the other two knees. That's another big thing. People don't seem to understand that. They sometimes bang their knees together. That doesn't work. Ist auch sein sollte, dass ein Knie zwischen dem anderen Knie sein sollte, sodass ihr die Knie nicht gegeneinander schlägt. Okay, proper hug. Also so macht man es. Ja? Okay. You'll all stand up and exchange these words. Welcome to my seminar. And hug. So, jetzt steht ihr mal alle auf und ihr sagt zueinander, willkommen zu meinem Seminar. Also, wenn jemand eine Frage hat, dann würden wir es so machen, dass ihr die Hand hochhält und wir geben euch das Mikrofon, dann könnt ihr die Frage stellen, dann kann Veeresh das euch beantworten. Wer hat die erste Frage? Wer getraut sich? No question. Okay. Just answer. Just answers Keine without. Fragen, nur Antworten. We're going to do answers without questions. Jetzt machen wir halt Antworten ohne Fragen. Okay. In my work, I spent a lot of time correcting people's behavior. If they're alcoholics, convince them not to drink. If they're drug addicts, convince them not to use drugs. If they're acting like criminals, convince them not to act like criminals. And I've been doing this for years, correcting behavior. In meiner Arbeit habe ich viel damit gearbeitet, das Verhalten von Leuten zu korrigieren oder zu ändern. Beim Drogensüchtigen, dass sie nicht mehr Drogen nehmen. Bei einem Alkoholiker, dass sie nicht mehr trinken. Bei einem Kriminellen, dass sie aufhören, sich kriminell zu verhalten. Und das habe ich für Jahre so gemacht. After the person stops acting out the negative behavior, then I see that my job is to teach them to discover who they are inside, not so much correcting what's going on outside. Nachdem ich das geschafft habe, dass sie ihr negatives Verhalten geändert haben, habe ich gemerkt, dass ich ihnen auch beibringen muss, dass sie herausfinden müssen, wer sie wirklich sind und nicht mehr so auf das Verhalten nach außen fokussiert bin. I've done some research. There's a nurse in Australia who works with people who are dying. Es gab eine Krankenschwester in Australien, die hat eine Forschung betrieben mit Leuten, die am Sterben waren und die sie begleitet hat. And she's found categories that people seem to fall into before they die. Categories. Und sie hat verschiedene Kategorien gefunden, zu denen Leute, die am Sterben waren, hineinzugehören scheinen. One category is before people die, they say, I wish I hadn't worked so much. Eine Kategorie der Leute war, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. I think that really the Germans could appreciate that. Und ich glaube, die Deutschen hier können das wirklich verstehen. Spend more time doing other things, but working, you know, it seems to be a big one. The other one is, I wish I had spent more time being happy. Die nächste Kategorie ist, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit damit verbracht, glücklich zu sein. A lot of people live their life under stress, and they try to cope, and they adjust, and they forget that it's one life. Enjoy it, be happy. Viele Leute verbringen ihr Leben damit, gestresst zu sein und beschäftigt zu sein, und sie vergessen, sich Zeit dazu zu nehmen, glücklich zu sein. The other one,
People that are dying. I wish I had spent more time with my friends. Die nächste Kategorie ist, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meinen Freunden verbracht. It's time to die and you miss your friends. You didn't take time out. You wanted to be with them, but you were too busy working. Es ist deine Zeit zu sterben und du wünschst, du hättest mehr Zeit mit deinen Freunden verbracht. Aber jetzt ist es zu spät und du hast zu viel Zeit damit verbracht zu arbeiten. I wish I had spent more time expressing my feelings. There's happiness and then expressing my feelings. I didn't express my feelings. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit damit verbracht, meine Gefühle auszudrücken. Ja, es gibt Glücklichsein, aber einfach meine Gefühle ausdrücken. The final one is, I wish I did not live my life according to what other people expected of me. I did not live my life. I tried to fulfill my mother's trips, my father's trip, my friends, but I didn't live according to what I wanted. You know? Und die letzte Kategorie ist, ich wünschte, ich hätte mein Leben nicht nach der Erwartung von anderen gelebt. Nicht nach den Wünschen meiner Mutter oder meines Vaters oder meiner Freunde, sondern das, was ich wollte. Example of being happy, which is very sad for me. The person is just dying and he says, if only I had taken that extra scoop of ice cream. What a statement to go out with, huh? Ice cream makes you happy, you know. If only I had taken that extra scoop of ice cream. That's, to me, sad. Yeah? Ein Beispiel zum Glücklichsein. Es gab eine Person, die am Ende gesagt hat, ich wünschte, ich hätte diese zweite Kugel Eis genommen. Und sie hat es nicht gemacht. Was für ein Weg, aus dem Leben zu gehen. Ich wünschte, ich hätte diese zweite Kugel gehabt. Das ist, was es zum Glücklichsein kommt. I'm clear that when I die, I will not make that statement. I love ice cream, and so I'm not going to say, if only I had taken that extra scoop. I'm going to say, I ate all the ice cream I ever wanted in my life, and I'm so happy that I did it. I didn't wait, you know? Für mich ist es klar, dass ich so nie aus dem Leben gehen werde. Ich liebe Eis und ich werde all das Eis essen, was ich will. Und ja. Here's an exercise. I want you to pretend, okay, we know it's not true, that you're about to die. We know you're not going to die, okay. Close your eyes and ask yourself, what are you missing? Und wir machen jetzt eine Übung. It's an exercise. We know it's not true. Es ist nicht wahr, es ist einfach eine Übung. Wir schließen unsere Augen But, okay, what are you missing? und wir stellen uns vor, dass wir jetzt sterben würden. Jetzt diesen Moment. Und wir schließen unsere Augen und wir versuchen herauszufinden, was ist es, was ich vermisse. It's an exercise for you. Close your eyes, look Eine Übung inside. für euch. Schließt eure Augen, schaut nach innen. Okay. Okay, that's enough time before you go too far. Das ist zu weit nach innen geht. I'm going to ask you to stand up, move around, say, what I'm missing is stroking my dog because I didn't pay any attention to him. Ihr werdet jetzt rumgehen und mit den Leuten austauschen. Was ich vermisse, ist, dass ich meinen Hund nicht genug gestreichelt habe, weil ich immer zu beschäftigt war. What are you missing? Sleeping. 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 All right. Okay, so then we hug. Und dann umarmt ihr euch. Everybody up, everybody up. What are you missing? Und wenn ihr mit der einen Person fertig seid, dann könnt ihr jemand anderen treffen. I don't have to worry. I can
please sit down again. Wenn ihr mit dieser Person fertig seid, dann setzt euch bitte wieder hin. Dann geht's weiter. Können wir eine Stunde machen? Later. Bis später wird noch genug Gelegenheit. I'm 14 years old. Ich bin 14 Jahre alt. Right now I'm 75. But Jetzt bin ich 75, when I was aber 14, als ich 14 Jahre alt war, I ended up in a hospital because I took an overdose of heroin. bin ich in einem Spital gelandet, weil ich eine Überdosis Heroin genommen habe. And the doctors were asking me, why are you doing this? And I could not explain it. I couldn't say why. Und die Ärzte haben mich gefragt, weshalb ich das gemacht habe. Und ich wusste es nicht. Ich konnte nicht erklären, warum. I couldn't look at the fact that my father was working on a ship all the time, and my mother would take me to an alcoholic stepfather every weekend. He would be totally drunk. He'd come home and beat my mother, and I tried to protect her as a little kid growing up. And I was enraged, but I couldn't do anything about it. I couldn't explain that to anybody, that I had so much pain and hurt. I just couldn't explain it. And the doctor's saying, why are you using drugs? I said, I don't know. I don't know. Ich konnte nicht wirklich sehen, dass ich einen Vater hatte, der die ganze Zeit auf einem Schiff gearbeitet hatte und deswegen weg war. Und dass meine Mutter mich jedes Wochenende zu meinem alkoholischen Stiefvater gebracht hat, von dem ich sie beschützen musste, noch als kleines Kind, dass ich aufgewachsen bin. Und ich so viel Wut und Schmerz und Frustration in mir hatte. Ich konnte das nicht sehen und ich konnte das den Ärzten auch nicht erklären. From the age of 14 till I was 28, I was in and out of hospitals and prisons and rehabilitation programs for my drug addiction. Von 14 bis 28 bin ich in Krankenhäuser gegangen und wieder raus und in das Gefängnis und raus und in Rehabilitationszentren und wieder raus, um mit meiner Drogensucht klarzukommen. What I learned in the hospitals, for a pack of cigarettes, the patients in the hospital could go to the doctor's file cabinets because they had the keys, and they could give me my file, I could read it, and I could put it back for a pack of cigarettes. This is the patients in the hospital. You want to know what's going on with your files, you could read about it. And what I read was, he cannot express himself. And that was like, ta-da! Now I understand why I've been using drugs for 14 years. I can't express myself. And every time I went to a therapist and they'd say, what's the matter with you? I'd say, can't express myself. Und was ich im Krankenhaus dann gelernt habe, ist, dass wenn ich eine Schachtel Zigarette als Bezahlung gegeben hatte, dann konnte ich zum Aktenschrank gehen und meine Akte da hervornehmen und dann lesen, was sie über mich geschrieben haben. Und da stand, er kann sich nicht ausdrücken. Und dann hatte ich diese große Erleuchtung, ich kann mich nicht ausdrücken. Und seither, immer dann, wenn mich ein Arzt gefragt hat, was ist dein Problem, habe ich immer gesagt, ich kann mich nicht ausdrücken. And it wasn't true at all. Aber es hat überhaupt nicht But gestimmt. I grabbed the hold of the title, they gave me the title, can't express himself. Sociopathic personality. That's what's the matter with me. I'm a sociopath. I do things and I don't feel anything about it. Bullshit, it was not true, but I bought the title. Ich habe mir einfach diesen Titel, dieses Etikett genommen, eine soziopathische Persönlichkeit, sage ich kann mich nicht ausdrücken, ich fühle überhaupt nichts. Das habe ich genommen und es hat nicht bestimmt, aber ich habe es mir einverleibt. I had left my house because I didn't want to put up with my alcoholic stepfather.
I remember going back once. My mother said, come, spend the weekend. I was in bed sleeping, and the same thing happened again. I hear my mother screaming, and I said to myself, I remember very cold, I said, this will never happen again. Ich kann mich erinnern, ich bin von zu Hause ausgezogen, weil ich das nicht mehr miterleben wollte. Und da hatte mich meine Mutter dann für ein Wochenende zurück nach Hause eingeladen und ich bin gekommen. Und in der Nacht lag ich im Bett und ich hörte ein Schreien. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe ganz kalt überlegt, das wird nie mehr vorkommen. I still had my room. I went to the closet and I found my Boy Scout axe. In meinem Schrank habe ich das Beil von meiner Pfadfinderzeit gefunden. I grabbed the axe, came out of the room. There was a long hallway, and my stepfather was smacking my mother around in the corner, drunk out of his mind. Ich komme in den Korridor, ich habe die Axt in meiner Hand und ich sehe, wie am Ende des Korridors mein Stiefvater meine Mutter zusammenschlägt, völlig betrunken. And I remember screaming, you'll never do that again to my mother. And I went running blind, and I could see the axe going through his head. And just as I was about to hit him, I didn't see my mother. She threw herself in front of me, and I fell down. Und ich erinnere mich noch, dass ich vor meinem geistigen Auge gesehen habe, wie die Axt in seinen Kopf schlägt. Und ich bin einfach auf ihn losgerannt. Und dann habe ich nicht gesehen, wie sich meine Mutter vor mich auf den Boden geworfen hat, zwischen uns. Und ich bin über sie rübergeflogen. And my thinking was every weekend, it was this madness. And I couldn't, why am I using drugs? Because I had so much pain inside, I didn't know how to relate to it. And heroin is called a painkiller. It kills pain. So to be an addict was the only way I could survive. Und in meinem Kopf ging es einfach so, das passiert jedes Wochenende und ich kann nichts dagegen machen. Und ich hatte so viel Wut und so viel Schmerz. Und dann frage ich mich, ja, warum habe ich Drogen genommen? Heroin ist ein Schmerzstiller, ein Schmerzkiller. Years later, I become a sannyasin. I go through therapy. I get my own place. Jahre später. I even got a letter saying I'm enlightened from my master. I mean, so years later, I go to Australia and I do some private sessions because I need to continue to look at myself. And the therapist says, are there any issues in your life that you haven't resolved? And it had to do with my stepfather. My stepfather. I said, yes, it's my stepfather. He said, what happened? And I gave him a brief history. Jahre später, ich hatte schon ganz viele Therapien gemacht und ich bin Sannyasin geworden. Und ich hatte auch sogar einen Brief erhalten von meinem Meister, dass ich jetzt erleuchtet bin. Da bin ich nach Australien gegangen und ich habe dort eine private Therapiesitzung gemacht. Und der Mann dort hat mich gefragt, ob es noch irgendwelche ungelöste Probleme gibt, die ich habe. Und ich habe gemerkt, ja, das hat alles mit meinem Stiefvater zu tun. Ich habe ihm meine Geschichte erzählt. So the therapist, I'm lying down, he says, what did you call your stepfather? I said, when I was small, I used to call him Pepe. He says, tell Pepe you don't want to hold on to this negativity anymore because it's killing you. Ich bin da auf der Couch gelegen und der Therapeut hat mich gefragt, wie hast du denn deinen Stiefvater genannt? Und ich gesagt, ich habe ihn Pepe gerufen. Und dann hat der Therapeut gesagt, ja, jetzt sagst du, Pepe, ich will nicht mehr an dieser Negativität festhalten. And I heard this no, really from my guts coming up and said no, and a big flash through of him smacking and beating my mother and smacking and beating me, and it was just this big no. And then he says, try, Und in mir drin habe ich gespürt, wie dieses große Nein herauskommt, dieses große Nein und diese Bilder, wie mein Stiefvater meine Mutter verprügelt hat und ich wollte nicht. Und der Therapeut hat einfach gesagt, versuch es. And then I managed to say it. I said, Pepe, I don't want to hold on to this negativity anymore. It's destroying me. Und dann habe ich es geschafft. Ich habe gesagt, Pepe, ich will an dieser Negativität nicht mehr festhalten. Es zerstört mich von innen. And then he took me to the next step, which I didn't expect. He said, tell Pepe that you forgive him. Und dann hat mich der Therapeut noch einen Schritt weiter genommen und hat gesagt, sag zu Pepe, dass du ihm vergibst. And I just choked.
you know, to forgive him, you know. Ich hatte ein Würgefühl im Hals, I mean, ihn zu that vergeben. was really, I really struggled with that. And after about 10 minutes, a squeaky little voice came out. I said, Pepe, I forgive you. Ich habe so mit mir gerungen und nach ungefähr 10 Minuten kam so ein kleines Stimmchen heraus, das gesagt hat, Pepe, ich vergebe dir. And at the same time, I had, when I said, I forgive you, another thing happened which I never looked at in all the years that I've been with him. I also loved him, but I didn't want to express that. I didn't want to look at that. And I started to laugh, and the therapist says, what's the matter? I said, I also realized that there were moments that I loved him. And then he says, well, tell Pepe you love him too. And I said, no, I can't do that. I can't do that. It's too much, you know. Und im gleichen Moment, als ich gesagt habe, dass ich ihm vergebe, habe ich auch gemerkt, dass da sind Gefühle in kleinen Momenten, da habe ich ihn auch geliebt. Da hatte ich Liebe für ihn und ich habe das nie ausgedrückt. Und dann habe ich das dem Therapeuten gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ja, sag ihm, dass du ihn liebst. Und dann, nein, das wollte ich nicht. This was about 5 years ago, when I was 70. Das war ungefähr vor 5 Jahren, als ich 70 war. Finally, when I said, I forgive you, Pepe, then he took me further, and he said, and tell him you also love him. I thought, oh. Und als ich dann endlich sagen konnte, dass ich ihm vergebe, dass ich mir vergebe, dann hat mir der Therapeut auch gesagt, sag ihm, dass du ihn liebst. And I said, Pepe, there are also times that I loved you. Und ich konnte sagen, And I started to cry, and it was like a weight had been lifted that I've been carrying all my life, you know? A weight was lifted, and I just started to laugh hysterically. I was just laughing. I said, I can't believe I'm saying all this stuff, man. I can't believe it. But I walked away. It was like, I could breathe. I could finally breathe. I let that go. I've been carrying it, and it's been destroying me, really, you know? I work with alcoholics, and I get this feeling like, you better get yourself together. And I, you know, of course, I'm trying to get Pepe together, you know? So, excuse me. und als ich dann schließlich sagen konnte, ich liebe dich, da ist so ein großes Gewicht, so ein großer Stein von meinen Schultern, in meinem Herzen gefallen. Endlich, das habe ich mein ganzes Leben lang mit mir mitgetragen. Und ich habe angefangen zu lachen, völlig hysterisch, weil ich mich plötzlich so leicht gefühlt habe. Und all die Jahre, wo ich mit Alkoholikern gearbeitet habe, und das Gefühl hatte, mach es endlich. Da habe ich mit Pepe geredet. Ich wollte, dass er es macht. Ich wollte, dass er aufhört zu trinken. My therapist in Australia told me this incredible story. I want to share it with you. 2 women came to him. They didn't know each other at different times within 2 weeks. They didn't know each other, and they both had almost identical histories. Mein Therapeut in Australien hat mir diese unglaubliche Geschichte erzählt und ich würde die euch gerne mit euch teilen. Es sind 2 Frauen innerhalb einer Woche zu ihm gekommen. Die haben einander nicht gekannt, aber die haben fast die gleiche Geschichte gehabt. They're both Jewish. Both of them have been put into a concentration camp as teenagers. Both of them were used as sex slaves. Both of them had their entire family killed, and they managed to survive. They didn't know each other. Beide waren jüdisch, beide sind in ein KZ geschickt worden, waren als Sexsklaven benutzt worden und ihre ganze Familie ist getötet worden. Aber sie kannten sich nicht gegenseitig. He worked with them separately. They didn't know each other. He convinced one woman to forgive, to let it go. Und er hat You can't live your life with resentment and hate. He convinced one woman. She said, okay, I understand. It's necessary. I forgive. The other woman said, no, I'll never forgive them for what they did to me and my parents. Never. The one that could not forgive died of cancer. And the one that could forgive is living a normal life. Forgiveness is a key to letting go of your resentments, your hate. Und er hat mit beiden Frauen gearbeitet und die eine Frau konnte davon überzeugen, dass sie ihnen vergibt, dass sie ihren Groll aufgibt.
und die andere nicht. Und die Frau, die an ihrem Hass und ihrem Groll festgehalten hat, die ist an Krebs gestorben. Und die andere Frau lebt jetzt ein normales Leben. Und wenn ihr an eurem Groll und eurer Wut festhält, dann geht's euch genauso. Ja, aber dann schlebt ihr das mit euch durchs Leben. We look at our history. There are a lot of things we don't like that happen to us, and there are a lot of things that we have done that we don't like. That's called history. Viele Dinge. A lot of things happen to us, and a lot of things we've done we don't like, right? Es gibt viele Dinge in eurem Leben, die euch passiert sind oder die ihr selber getan habt und die ihr nicht mögt. I had a son when he was 3 years old. We were coming out of the house. I was still using drugs. He was on his bicycle, and there was a flight of stairs, and I said, "Get off the bicycle, I want to take it down the stairs," and he said, "No." I said, "Get off the bicycle." He said, "No, I want to go down with the bicycle." I said, "Well, fuck it, go down with the bicycle." And he went down. And it was a miracle that he flipped and landed. He could have been paralyzed or killed. And I felt really horrible about that, you know? Really, you know, things that I have done. Es gibt Dinge, die ich getan habe, wo ich mich immer noch schrecklich darüber fühle. Als mein Sohn 3 war und ich war noch drogensüchtig, da wollte ich die Treppe runtergehen und da war mein Sohn mit seinem Fahrrad und ich habe gesagt, geh die Treppe runter, geh aus dem Weg, und er sagte nein und ich habe mich wiederholt und er hat wiederholt nein gesagt. Und dann habe ich gesagt, geh runter, und dann ist er runtergefahren und hat sich überschlagen. Und wie zum Glück ist nichts passiert und er ist genau wieder auf den Füßen gelandet. Aber ich habe mir überlegt, er hätte gelähmt sein können und das ist so schrecklich und diese Dinge, die bereue ich. Close your eyes. Schließt eure Augen. Think of something you have done or something that has happened to you that you feel guilty about, that you feel bad about. Erinnert euch jetzt an etwas, was euch geschehen ist, also was ihr getan habt, wofür ihr euch schuldig fühlt oder euch schämt. Could be you didn't feed your canary for a week. I don't know what Könnte es sein, dass could ihr euren be. Kanarienvogel nicht gefüttert habt für eine Woche? Irgendetwas. Identify something that you feel bad about that you've done or something that has happened to you that you feel bad about. Kommt mit etwas, das ihr etwa getan habt oder das euch zugetan worden ist und worüber ihr euch schlecht fühlt. And it doesn't have to be a catastrophe. It could be something Es muss nichts Großes sein oder eine you feel Katastrophe. guilty about. Einfach etwas, wo ihr euch schuldig dafür fühlt. Now, if it's something that you have done, I want you to say, I forgive myself for what I've done. Und wenn es etwas ist, was ihr selber getan habt, dann möchte ich, dass ihr euch jetzt zu euch selber sagt, ich vergebe mir selbst, für was ich getan habe. Now, if it's something that someone did to you, this could be a little more difficult. Give yourself permission to forgive that person. Und wenn es etwas ist, was euch jemand angetan hat, das kann ein bisschen schwieriger sein, aber ich möchte, dass ihr euch die Erlaubnis gebt, dieser Person zu vergeben. It's important for you, Es ist wichtig für euch and it's also important for the other. und es ist auch wichtig für alle anderen. And they don't even have to be alive today. Und es muss nicht mal sein, dass sie noch am Leben sind. But if you hold on to it, it's not healthy for you. Aber wenn ihr daran festhaltet, ist es nicht gesund für euch. Forgiveness is the key. Vergebung ist der Schlüssel. Let go. Let go of the negativity that you have for yourself or for the other. Lässt die Negativität los, die ihr für euch selber habt oder für andere. Okay? Everybody open your eyes. Okay, und jetzt könnt ihr alle die Augen wieder aufmachen. I want you to walk around and say, I forgive either myself or the other person for whatever happened. Und ich Share möchte, it. dass ihr That's liberating, man. Everybody up. aufsteht, dass ihr aufsteht und gegenseitig austauscht, ich vergebe mir selber oder ich vergebe der anderen Person. Exchange and then hug. Das ist befreiend. Und ihr könnt das dann sagen und danach einmal umarmen gehen. I forgive myself for not making myself happy.
want to teach you a special process. It comes from a school called Heart Math, like Heart Math, like a mathematics. If you're interested in where it comes from, Heart Math. Ich möchte euch einen speziellen Prozess jetzt beibringen, der kommt von der Gruppe called, mit Namen Herzmathematik, Heart Math. Okay. Place your hands over your heart. Halt eure Hände vor euer Herz. Okay. This technique is so that you can find solutions for whatever conflict you have in life. Diese Technik dient euch dazu, dass ihr Lösungen finden könnt für irgendwelche Konflikte, die ihr in eurem Leben habt. Okay. Okay, but the technique goes like this. Close your eyes again Schließt eure Augen and think of a loving situation in your life. und erinnert euch an eine Situation in eurem Leben, wo ihr voller Liebe wart, wo ihr viel Liebe gespürt habt. Eating ice cream. Zum Beispiel Eis zu essen. It doesn't have to be just a loving situation. Es muss nicht And just großartig sein. focus on that. It could be Irgendetwas voller Liebe. meeting your friends, Einen Freund zu treffen, having a great meal. eine gute Mahlzeit zu haben. Alright. Now you gotta let the love in your heart, that loving situation, feel it in your heart. Und fühlt einfach das Gefühl in eurem Herzen, diese Liebe. You're walking into the sunset with your lover. Ihr läuft in den Sonnenuntergang mit eurem Liebhaber. Your parents are really, really happy with you. Eure Eltern sind sehr, sehr stolz auf euch. Okay. Okay. Feel that love in your heart now. Fühlt diese Liebe in eurem You Herzen. don't need the situation anymore, but this love in your heart, just feel it in your heart. Ihr braucht die spezielle Erinnerung nicht mehr, aber einfach das Gefühl. Behält das Gefühl in eurem Herzen. People in the world, they meditate for years and they are asking themselves, who am I? Who am I? Well, here's the answer. What you feel in your heart right now is who you are. The love in your heart, that's who you are. Leute überall in der Welt, die meditieren jahrelang und die fragen mit der Frage, wer bin ich? Und das hier, was ihr gerade in eurem Herzen fühlt, das ist die Antwort. You never have to meditate again. Ihr müsst nie mehr weiter meditieren. You know who you are. Ihr The wisst, love wer in ihr your seid. heart. Die Liebe in eurem Herzen, das seid ihr. Okay. Okay. The next process. So, Okay, der you can nächste open your Schritt, eyes. ihr könnt die Augen wieder öffnen. Okay. Now I want you to focus on a conflict in your life. Jetzt möchte ich, dass ihr euch darauf konzentriert, wo ihr einen Konflikt in eurem Leben habt. I'll give you an example. Zum Beispiel, I was in Japan, and at 6 o'clock every morning, there was this little dog who would just bark, bark, bark like crazy. And then I started to think negative things about this dog. At some point, I decided I was going to go to the store, buy a little toy dog, chop off his head, put a lot of pins in it, and stick it to the neighbor's door as a warning. also zum Beispiel ich war in Japan und jeden Morgen um 6 Uhr hat ein Hund nebenan wie blöde gekläfft. Und ich so sehr, dass ich angefangen habe, negative Gedanken dazu haben. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich zum Beispiel in einen Laden gehen würde, mir da so einen Spielzeughund kaufen, den Kopf abschneiden und viele Nadeln drin stecken und dann diese Voodoo-Puppe dann den Nachbarn vor die Tür stellen. And then I saw the dog. And he was a little skinny, little tiny dog, shaky. And then my heart opened up. I said, "Oh, you're so ugly." Und dann habe ich dann aber mal den Hund getroffen und habe gesehen, dass so ein ganz kleines, dürres Hündchen ist. Und dann hat sich mein Herz geöffnet und gesagt, oh, du bist so hässlich. I could understand why you bark. Ich kann verstehen, warum du die ganze Zeit bellst, wenn du so hässlich bist. My heart opened up. Okay. Und mein Herz hat sich geöffnet. Okay. Think of a conflict. Denn Could be with the neighbors. Could be with your relationship. Could be with your parents. Could be with your boss. Just focus on a conflict you're having. nehmt jetzt einfach einen Konflikt, den ihr habt. Kann irgendetwas sein mit euch selber, mit euren Eltern, mit eurem Chef. Okay. Just see the conflict. You don't have to do anything about it. Just Ihr müsst gar nichts damit machen, einfach habt ihr vor eurem Augen. your kids don't want to eat food and you're upset. You know that Eure kind of Kinder thing. wollen das Essen nicht aufessen zum Beispiel. Okay. Now here's the technique. Und jetzt kommt die Technik. Ask your heart, what is the solution for this conflict you're having? Not your mind, but your heart. Geht zurück zu eurem Herzen und fragt es,
Was ist die Lösung für diesen Konflikt? Fragt nicht euer Verstand, fragt euer Herz. If it's coming from your heart, it's always positive. If it's coming from your head, then you get into negativity. But your heart is always interested in positivity. What's the solution? Wenn es von eurem Herzen kommt, wird die Lösung immer positiv sein. Euer Herzen ist immer daran interessiert, etwas positiv zu lösen. And usually it's never a lot of words. It's something like, sometimes you hear like, more patience, your heart is saying. Give more. Relax. Don't try so hard. No, it's never a lot of words, the heart. The solution from the heart. Normalerweise ist die Antwort sehr kurz und einfach. Nur ein paar Worte zum Beispiel. Mehr Geduld. Oder es braucht Zeit. Oder versuch nicht so hart, entspann dich. Okay. Everybody open your eyes. Jeder kann die Augen wieder aufmachen. Walk around and share your heart solution with the other person. My heart solution? Yeah. Rumlaufen und wieder eure Lösung, die ihr in eurem Herzen gefunden habt, Heart solutions. What's your heart solution for the conflict you're Was ist having? die Lösung eures Herzens für den Konflikt, den ihr gerne lösen müsst? Noch mehr zu geben und mich selber wirklich zu I hope I stimulated you enough that you might have some questions. Ich hoffe, ich habe euch jetzt genug angeregt, sodass ihr jetzt vielleicht ein paar Fragen habt. We guarantee to give you an answer, but we don't guarantee to give you the right answer. Wir garantieren euch, dass wir euch definitiv eine Antwort geben werden, aber vielleicht nicht die richtige Antwort. Any questions about Irgendwelche anything? Fragen? Aber, ja? Yes. Mikro. Yes. Ich komme schon ein paar Jahre immer wieder zu dir in den Darshan. Und ich habe mir überlegt, warum ist es so? Und ich denke, und zwar es hat damit zu tun, dass du bei Osho warst und so nah dran warst. Und du für mich so noch die lebendige Brücke zu Osho bist. Und ich bin einfach zu jung, um diese Zeit erlebt zu haben. Und was hat Osho zum Beispiel über die Übung gesagt, die wir jetzt gerade gemacht haben, über Vergebung oder Vergeben? Und was hast du bei Osho gelernt? Ist es eine Frage, was er von Osho gelernt hat? England was having a war with the Falkland Islands. England war ja im Krieg gegen den Falklandinseln. I think it's Argentina was. Gegen Argentinien. And I went to England to do a group, and it was all these English people in the group, and me with my big mouth, I started to cheer for the Argentinians. Und ich bin nach England gegangen, um dort eine Gruppe zu leiten. Und nicht mit meiner großen Klappe. Ich habe da angefangen, für die Argentinier zu rebellieren. One of the people in the group was really angry at me, and I was just provoking, just to provoke. Eine Person aus der Gruppe war wirklich sehr, sehr wütend mit mir und ich habe das einfach gemacht, um zu provozieren. So he gets up and he's really enraged, and I tell
my assistant that I'm working with, I'll be right back. I just want to stand out, go outside with him and explain to him that I was just trying to create some energy, you know? Die Person war so wütend, dass ich zu meinem Assistenten gesagt habe, dass ich kurz mit der Person vor die Tür gehen werde, um zu erklären, dass ich das einfach gemacht habe, um ein bisschen Energie in die Gruppe zu bringen. So we go out to one of the side rooms. Dann gehen wir also in einen kleinen Seitenraum. And I think it's another room, but it's just a little platform with rows of stairs going all the way down. Aber es war eigentlich nur das Treppenhaus, es war kein Raum. So we go outside and I see it's not a room. And the door closed and this guy is looking for me. Und dann stehen wir da auf dem kleinen Treppenabsatz und der Typ ist viel größer als ich. An English giant, you know, with a square head. That's my vision, you know. Hat ausgesehen wie ein britischer Riese mit einem quadratischen Kopf. Das war die Ansicht, die ich da hatte. So he starts screaming at me. Dann hat er angefangen, mich And I'm anzuschreien. trying to be centered and I'm trying to explain it to him. Und ich habe versucht, zentriert zu bleiben und es ihm zu erklären. And, Er war so viel größer. I got really scared, you know. Und dann habe ich mich angefangen zu fürchten. And then suddenly I saw myself back in the streets of New York as a junkie. Not as Plötzlich, a therapist, but on a survival mode, you know. und plötzlich habe ich mich nicht mehr als Therapeuten gesehen, sondern zurück auf den Straßen von New York als Drogensüchtiger. Im Überlebensmodus. So he's screaming at me, and then he said, well, what are you gonna do about it? Because he saw me shaking, you know. Und er hat mich einfach angeschrien und dann gesagt, ja, und was willst du jetzt damit machen? Er hat gesehen, dass ich angefangen habe zu zittern. So, I use all my martial arts experience that I had, street martial arts, Ich habe alle meine Straßenkampfkunst dann dazu benutzt. and I ended up picking him up and throwing him downstairs. Ich habe ihn gepackt und ich habe ihn die Treppe runtergeschmissen. And I was so angry, I dove after him. Und ich war so wütend, ich bin einfach ihm nachgerannt. This is 3 flights of stairs. Das waren 3 He was Treppenabsätze. at the bottom. I There was dove schon all the am way Ende. down, and I'm so crazy. I'm trying to bring him back to the group room. Und ich war so verrückt durchgedreht dann. Ich habe versucht, ihn zurück in den Gruppenraum zu bringen. And he says, Veeresh, my arm is broken. Und er hat gesagt, Veeresh, mein Arm ist gebrochen. I said, no, it's not. Und ich habe gesagt, nee, es ist nicht I wahr. broke his arm. Und dann habe ich seinen Arm gebrochen. He's bleeding, there's blood all over me. Er ist voller Blut. And I decided, that's it, I'll never work with people again. Und dann habe ich mich entschieden, ich werde nie mehr mit Leuten arbeiten. The police came and he didn't press any charges because he knew we were in this. I go to Rajneesh Puram, where Osho was at his place in Oregon. And I have a private darshan with Osho, and I'm sitting in front of him, and he says, is there anything to say? And I just started to cry. I said, I can't work with people anymore. I violated my values. Ich bin dann zu Osho gegangen und ich hatte eine private Unterredung mit ihm und er hat mich gefragt, ob da irgendetwas ist und ich habe angefangen zu weinen und gesagt, ich kann nie mehr mit Leuten arbeiten, ich habe meine höchsten Werte verletzt. I'm expecting Osho to say, you are sentenced to the kitchen for 2 years chopping vegetables. Ich habe jetzt erwartet, dass Osho zu mir sagt, This is my thinking, you know. I come from, you know, jails and things. 2 years, you know. ich verurteile dich dazu, in der Küche für 2 Jahre lang Gemüse zu schnitzeln. And then he surprises me totally. Dann hat er mich total überrascht. I explained the whole thing and he says, Ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt und er and hat he gesagt, looks deep into my eyes and he said, Veeresh, you'll never do that again. And I felt like a little kid and God was there. And I said, no, I'll never do that again. I'm crying, no, I'll never do that again. And then he says, this blew my mind. He says, I want you to train the best therapists in the world. er hat mir tief, I couldn't believe what my eyes, you know, what I'm hearing. You know, I thought I'd work with
people. Never again. I can't. How can I do that, you know? And he said, I want you to train the best therapist in the world. And I just said, if that's what you want, I'll do it. Talk about forgiveness. I couldn't hear him. Yeah, I couldn't. You know? Er hat mir tief in die Augen geschaut und gesagt, Veeresh, das wirst du nie wieder tun. Und ich habe gesagt, nein, das werde ich nie wieder tun. Und dann ist er noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, Veeresh, ich möchte, dass du die besten Therapeuten in der Welt ausbildest. Und mein Herz ist aufgegangen. Ich hätte das nie so erwartet. Wenn man über Vergebung spricht, das ist, was ich daran erfahren habe. A friend of mine that I grew up with, he was Indian, and he knew I was in Pune. So he was traveling with his father to India because his father was about to die. He left his father in the village, and he went all the way to Pune looking for me. And he gets to the front gate, and he says, "Is Veeresh here?" And I said, "No, Veeresh is not here, but Bhagwan is here." Bhagwan, and he says, "I don't want to see Bhagwan." He turns around and goes all the way back. He goes all the way to the front gate. I hear about this, and I have a darshan with Bhagwan, Osho. I said, I'm a little bit embarrassed, you know, my friend comes all the way to the front gate looking for me, you know, I'm not there, he doesn't want to see you. How can I get people turned on to you rather than me, you know, and then he says, Veeresh, never make a difference between the two of us. People turn on to you or turn on to me, you know. And that was a message for all the sannyasins. Don't make a distinction between the two of us, and I understood that, you know. People turn on to me. I have my own individual way. Osho has his own individual way. Everybody has their own individual way, you know. They're all different aspects. Es gibt eine Geschichte, dass ich hatte einen Freund, mit dem ich aufgewachsen bin, und der ist Inder. Und als ich in Indien war und er auch, und sein Vater sehr krank geworden ist, da ist er den ganzen Weg von seinem Dorf zum Ashram gekommen und hat gefragt, ob Veeresh da ist. Und die haben ihm gesagt, nee, im Moment ist er nicht da, aber Osho ist da. Und dann hat der Freund gesagt, ja, aber das ist nicht wichtig, ich will mit Veeresh sprechen. Veeresh ist nicht da, und dann ist er wieder zurückgegangen. Und als ich davon gehört habe, dann war mir das peinlich, und dann bin ich zu Osho gegangen in Beim Darshan und habe ihm gesagt, ja, wie soll ich damit umgehen? Ich will ja, dass Leute auch dich toll finden. Und dann hat Osho gesagt, mach nie eine Unterscheidung zwischen mir und dir. Wir sind dasselbe für alle Sannyasin. Und natürlich, ich habe meinen eigenen Weg und Osho hat seinen Weg. Aber da ist kein Unterschied zwischen uns und unserer Message. There's a concept in Chinese, it's called Shifu, or Shifu. If I'm your Shifu or master, then I treat you not only as a master, but I teach you, and I look after you as a father, and I'm your friend. That's a lot, huh? Shifu. Konzept im Chinesischen, das heißt Shifu. Und das bedeutet, wenn du mein Shifu bist, dann bist du mein Meister. Aber ich kümmere mich um dich, als wärst du mein Vater, und du bist auch gleichzeitig mein Freund. They say in China that's the highest love possible. It doesn't mean it's more than your parents or anybody else. There are different levels of love. But if you can love your Shifu, then you can love the Shifu inside of you. Man sagt, dass die Liebe zum Shifu die höchste Liebe ist, die man erfahren kann. Natürlich gibt es die Liebe zu den Eltern und so weiter. Aber wenn du es schaffst, den Shifu zu lieben, den Meister, dann schaffst du es auch, den Meister in dir selber zu lieben. So if I could love Osho, finally I could love the master inside of me. That's what it's all about. You know? Und wenn ich dann eben gefunden habe, dass ich Osho lieben kann, dann kann ich eben auch den Meister in mir, den Osho in mir lieben. Thank you for the question. Danke für die Frage. Thank you for the answer. Sonst noch jemand? If there's no questions, you got to do some more work. You know that. Wenn jemand eine Frage stellt, dann müsst ihr noch mehr arbeiten. Das wisst ihr, ja? Maybe Yes. I have a question. Yes. So, from yesterday's Om meditation, I have a question regarding this first stage, really. When I go fully into it and expressing this anger, I'm afraid to lose my voice.
because yeah, Voice. it's voice, yes. And I notice now, today, it's not so strong as yesterday before I started. But when then I start to control it and to control the anger I want to express. And you mentioned yesterday to go fully into it, but then I'm speechless afterwards. So how can I deal with it, to go fully into it and without losing it? Okay. Ich habe eine Frage über die erste Phase in der Om-Meditation, weil man ja die Wut ausdrückt. Und du hast gestern gesagt, dass man da total reingehen soll. Und ich habe für mich gefunden, wenn ich da total reingehe, dann verliere ich meine Stimme. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich das machen, ohne meine Stimme zu verlieren, ohne sprachlos zu werden? Chandrika trains our own leaders, so she's got to answer this for you. Chandrika trainiert unsere Om-Leiter und sie sagt, jetzt die Frage würde ich beantworten. Ich habe von I talk English. Is there anybody who only who doesn't talk, who only understands English? Gibt es irgendjemand, der nur Englisch spricht? Only understands it. Yeah, because then I can talk in German. Sonst kann sie auf Deutsch sprechen. And then you can translate. Okay. Weil ich habe von meinem Lehrer, von meinem Meister Veeresh gelernt, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, wie du dich ausdrücken kannst. Wenn du ausdrückst nur mit deinem Kopf, dann sagst du nein, nein. Und dann machst du die Spannung hier im Kopf und dann kriegst du Kopfschmerzen davon. Nein, 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 nein. Wenn du Nein von hier sagst, dann machst du hier eng. Und wenn du hier eng hast, dann hast du Angst. Wenn du zum Beispiel einen Albtraum hast, dann hast du Angst. Dann machst du hier eng und dann verspannst du dich hier und dann verlierst du die Stimme. Nein, nein, nein. Das ist die Spannung nur hier. Wenn du von hier Nein sagst, dann sagst du das wie ein Gorilla. Du machst das mit ganz viel Kraft. Ich mache das lauter als jeder andere. Du willst dich irgendwie beweisen. Nein, nein, nein. Aber wenn du ein totales Nein sagst, dann sagst du das von deinem Bauch. Und der ganze Körper, der hilft dir, das auszudrücken. Es ist nicht laut, es ist nicht stressig, es ist nicht, dass du dich überanstrengst, sondern es ist total. Dann sagst du es mit allem, was du hast, das ist intensiv. Und wenn du es so machst, dann verlierst du die Stimme nicht. Weil dann ist dein ganzer Körper, dein ganzes Wesen ist dabei, das Nein auszudrücken. Ja. Anybody else have a question? Hat jemand sonst noch eine Frage? Ja. Yes. Okay. Machst du auf Englisch? Deutsch geht auch. Also ich weiß noch nicht mal ganz genau die Frage, aber die Situation ist, dass ich mich, glaube ich, von meinem Mann trenne. Wir haben 2 Kinder und für meinen Kopf ist es irgendwie ganz klar, dass wir auseinanderziehen müssen. Und seit einem halben Jahr ist es ganz aktuell und auch noch mehr getrennt als die Jahre davor. Aber mein Körper, also ich kann nicht schlafen und ich habe so Herzschmerzen und Klopfen, dass ich verstehe nicht, was damit machen. Und ich habe den Eindruck, oder was ich verstehe von meinem Mann, ist, dass meine Art zu sein, nämlich sehr gerne nahe mit Menschen, ihn seit jetzt 13 Jahren verletzt. Und ich glaube auch, das geht nicht zwischen uns, weil wir so unterschiedlich sind. Und da ist ganz viel Trauer in mir. Well, my advice is before you get divorced, Mein Ratschlag ist, bevor du die Scheidung einreißt, is that you make a total effort to love him. Dass du eine übergroße Anstrengung machst, ihn zu lieben. And if you can be honest with what you're missing
what you need, what you want. Really make the effort. It's worth it. You have kids, you know. And if you haven't, I'm saying, hey, listen, I love you, you know, and I want to be with you, you know. You know, we have kids. Let's do our best to make it. Let's do our best to make it happen, you know. Dass du wirklich sagen kannst, was du vermisst, was du brauchst, was du möchtest. Dass du wirklich die Anstrengung bringen kannst, es wirklich total nochmal zu versuchen. Ihr habt Kinder, es ist es wert, das zu tun. And if you feel you've done it, you've tried, and it still is not working, well then it's time to share your love with someone else. Yes. But you need to feel you've really tried, you know. And if you haven't, try. Say, hey, listen, we're both stupid. Let's bring this together. Let's try, you know. Then you can say, hey, I did my best, you know, and now I need to move on, you know. I don't want you to be in a situation where you're just suffering and hurt all the time. That's not healthy, you know. But then you have to be honest with what you want, what you're missing, what you need, what makes you happy, you know. And if you can say, yes, I'll give it to you, you know, then that's a relationship, you know. Du musst wirklich versuchen, du musst wirklich in der Lage sein, sagen zu können, dass du alles versucht hast. Dass du wirklich versucht hast, dich auszudrücken und zu sagen, was du willst und dann zu versuchen, es zu geben. Und wenn du dann sagen kannst, es funktioniert immer noch nicht, ja, dann ist es Zeit, dass du gehst, dass du deine Liebe und dein Leben mit jemand anderem teilst. Es hat keinen Sinn, dass du einfach da vor dich hinleitest. Aber dann musst du eben ehrlich mit dir sein und sagen und dich glücklich machen und sagen können, was du brauchst und was du möchtest. Sandy, it's not working. She needs some advice. Sie brauchen einen Ratschlag. Ja, du hast ja auch von diesem Teil gesprochen, wo du nicht schlafen kannst, wo sehr viel in dir vorgeht und das ja zeigt, dass ganz viele nicht ausgedrückte Gefühle da sind in dir. Und es ist vielleicht auch gut, einfach mal dir Zeit nehmen, nur für dich zu schauen, was das eigentlich ist und dir selber Raum zu geben, das loszuwerden und von da mit einem neuen Gefühl von dir selber, mit einem neuen Start dann auch nochmal mit deinem Mann dich besser verständigen zu können. So, was ich dann vorschlage, ist, nimm dir ein bisschen Zeit für dich selbst und teile dann das, was du über dich rausgefunden hast, nochmal mit. Vielleicht ist das ganz anders als das, was du denkst, weil du im Moment vielleicht nur aufeinander reagierst und gar nicht mehr weißt, was so wirklich in dir drin ist. Aber es klopft ja an, es klopft an dein Herz, es lässt dich nicht schlafen. Und da musst du einfach mal reinschauen und das rauslassen. You ask your heart, what's the solution? Your heart might say, it's enough. That could be an answer, it's enough. Your heart might say, it's time to move on, you know. Or your heart might say, make that final effort, you know. And I would like you to do that, so that if you decide to move, you say, hey, I gave my best, you know, I tried, now it's finished, you know. Wenn du in dein Herz gehst, kann es sein, dass die Lösung dazu lautet, es ist genug jetzt, ich habe genug probiert. Oder es kann sein, dass es sagt, mach noch eine letzte Anstrengung. Was auch immer dich glücklich macht. She needs to sleep, huh? She needs to relax. Sie muss schlafen und sich entspannen. I want you to go to 3 different people and exchange these words. I need love, not pain. Ich möchte, dass ihr And hug. drei Then you go to the other person. I need love, not pain. I need love, not pain. This is called brainwashing. I need love, not pain. Ich brauche Liebe und keine Schuld. I need love.
still have 15 minutes, so I want to give you some more information so that you can take it home with you. So, wir haben noch 15 Minuten. Ich möchte euch gerne noch mehr Informationen geben, sodass ihr das mit euch nach Hause nehmen könnt. Chandrika did some research. There are 5 major categories on how people share love. Yeah, how they talk, how they express their love. Express love. Es gibt 5 verschiedene Wege, wie Leute ihre Liebe ausdrücken. Okay. One is very obvious. I love you, verbally. Der erste ist sehr einfach, mit Worten. Ich liebe dich. And often people don't say it. They Und just sehr don't oft say it. sagen es die Leute nicht. The other one is touch. Der nächste ist Berührung. I love you. Ich liebe dich. That's obvious. Das A ist lot auch of people, offensichtlich. they don't touch. Aber viele Leute auch berühren auch nicht. My father was Filipino. His way was, I would hug him and I would know that he liked it, but it wasn't his way to hug me back. It was just not his way, Mein Vater kam aus den Philippinen und wenn ich ihn umarmte, wusste ich, dass er es mochte, aber er zeigte überhaupt nichts. Third way is time. You spend time with the person. Der dritte Weg ist, Zeit mit der Person zu verbringen. Person says, I'm sick, can you come over? You spend some time with them. Time is a factor. Die Person sagt, ja, ich bin krank, kannst du ein bisschen Zeit mit mir verbringen und du gehst und du verbringst Zeit mit ihr. The other one is care or service. Der nächste Punkt ist Hingabe oder Dienste erbringen. You go to your parents' home and they forgot to put out the garbage. You don't have to say, you don't have to, you just empty the garbage. You care, you do something. Ihr geht zu euren Eltern nach Hause und ihr seht, dass der Müll nicht rausgebracht wurde und dann tut ihr das einfach, weil ihr euch um sie kümmert. And the fifth one, which is my way, is gifts. Und der 5. Weg ist, Geschenke zu geben. Das ist mein Weg. You know the person likes chocolates. You go to the store, you come and say, look what I have for you. You say, oh, Ihr wisst, dass die gifts. Leute gerne Schokolade mögen, dann geht ihr in den Laden, ihr kauft was und ihr gebt es der Person. Your children, they need to be touched. They need to be told that I love you. Eure Kinder, die müssen berührt werden und die müssen hören, dass ihr sie liebt. It's important that Das ist wichtig für sie. your husband needs to be touched and told. Eure Ehemänner auch müssen auch berührt werden und auch muss ihnen gesagt werden, dass ihr sie liebt. And the wives too. Excuse me, I'm sorry. Tut mir leid. I grew up with my father coming home with presents from the ship. Ich bin damit aufgewachsen, dass mein Vater mir Geschenke vom Schiff mitgebracht hat. He'd knock on the door and I'd run and I'd give him a little hug and then I looked through for the present because I knew he had a present for me. Ich bin auf ihn zugegangen, ich habe ihm eine kleine Umarmung gegeben und dann habe ich nach dem Geschenk geguckt, weil ich wusste, der brauchte mir was. I have a son now, he's 8 years old. I didn't expect to have him at the age of 67. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 8 Jahre alt. Ich hatte nicht erwartet, dass ich mit 67 noch einen Sohn habe. He has so many toys, he can't count them. Und er hat so viele Spielzeuge, dass er sie nicht zählen kann. If he likes them, he can have them. That's the way I am. Wenn er sie Gifts. mag, dann kann er sie haben. So, das bin ich. Ich gebe Geschenke. His mother says I spoil him. I said, that's okay. Seine Mutter sagt, ich verderbe mich. Aber ich sage, das ist okay. When you go home, if your parents are alive, I want you to buy them a present. And they're going to say, why? And you're going to say, because you're my parents and I love you. That's an assignment. Wenn ihr jetzt If they're alive. nach Hause geht, möchte ich, dass ihr euren Eltern, wenn sie noch am Leben sind, ein Geschenk kauft. Und sie werden euch fragen, warum? Und ihr werdet sagen, weil ihr meine Eltern seid und weil ich euch liebe. Das ist eine Hausaufgabe und die gebe ich euch. I expect you to do that and it's an assignment. Und ich erwarte, dass ihr das auch tut. Parents are always blamed that they didn't do it right. I didn't do it right. They're always feeling guilty. Eltern wird immer vorgeworfen, dass sie es nicht richtig gemacht haben und sie fühlen sich immer schuldig. This is one way
of saying thank you. Thank you for being my parents and putting up with me. Und das ist ein Weg, wie ihr Danke sagen könnt. Danke, dass ihr meine Eltern seid und dass ihr mich ertragen habt. And if you have any resentments towards your parents, drop it. Und wenn ihr irgendwelchen Groll gegenüber euren Eltern hegt, dann lasst ihn einfach los. I could never talk to my father. It wasn't his way. He always talked to me and I had to listen. Ich konnte nie mit meinem Vater sprechen. Das war einfach nicht, wie er funktioniert hat. Er hat immer zu mir geredet und ich musste zuhören. The only time I could talk to him was when he was dead at the funeral. Das einzige Mal, als ich mit ihm sprechen konnte, war, als er tot war an seiner Beerdigung. I put my hand on his forehead and I was shocked. It was ice. Ich habe meine Hand auf seine Stirn gehalten und ich war schockiert, weil es eiskalt war. And all I could say was I was crying and I said, "Thank you, God, for giving me such a stubborn father." Ich musste weinen und das Einzige, was ich sagen konnte, war, vielen lieben Dank, Gott, dass du mir so einen sturen Vater gegeben hast. It was just his way. Das war einfach sein Weg zu sein. I couldn't make him into my way. It was Ich his konnte ihn way. nicht ändern, er war so, wie er war. But all my life I blamed him. And I dropped it. Hey, it's enough, you know. Während meines ganzen Lebens habe ich ihm die Schuld zugeschoben und dann habe ich es einfach losgelassen. That's why if your parents are alive, you got to go home and buy them a present. Deswegen müsst ihr jetzt, wenn eure Eltern noch am Leben sind, nach Hause gehen und ihnen ein Geschenk kaufen. Good. All right. Gut. Okay, I want you to, we're going to end this by you going and sharing these words. The love in my heart will always show me the way. Wir werden das jetzt beenden mit dem Satz, den wir rumgehen und miteinander teilen werden. Die Liebe in meinem Herzen wird mir immer den Weg zeigen. Your brain is something else. Your mind is something else. Euer Gehirn, euer Gedanken, das ist was anderes, aber euer Herz. Thank you all so much for coming and Danke vielmals, dass ihr gekommen seid listening to my blah blah. und dass ihr meinem Blabla zugehört habt. The love in my heart will always show me the way. It's a fact. Die Liebe in meinem Herzen wird mir immer den Weg zeigen. Das ist eine Tatsache. Thank you. Danke. Right? Die Liebe in meinem Herzen wird mir immer den Weg zeigen. Und dann umarmt ihr euch. The love in my heart will always show me the way.